wohl. Da ist ein kleinerer noch davon. Dass wir jetzt endlich das Ein Schutznetz. Schutz machen. Ja, schön. So, Ja, so, wenn man Fußball spielt hier, dann braucht man sich nicht Dana? wundern. Glashaus hier. Aber die ist doch viel zu nah, das Ding. Jetzt kann der Ball trotzdem daran knallen. nein. Değdiği gibi top hemen düşüyor yere. Tot. Mach live. Ja, mach. Mach erst mal Jo, live. guck mal, wenn man so. Ya çak. Önce yavaş yap. Ah, habe ich doch gesagt. Ich hab's dir doch gesagt, das ist zu nah. Ja, du hast definitiv den Test zu früh gestartet oder dass es gespannt war, das Netz. Aha. Ja, jetzt ist es stramm. Jetzt kannst du mal testen. Wow. Ja, da ist okay, aber da oben rechts ist gefährlich. Ja, hier ist halt. Das drehen wir um. Das nach oben. Das die Seite nach oben. Ziehen wir noch. Ein bisschen zurück. So. Hier lang drehen. Ich auch? Alle, ja, alle. So, 1, 2, 3. So, nochmal. 1, 2, 3. Stopp. So. Jetzt brauchen wir einen Keil. Jetzt basteln wir einfach Keile. Aber der muss natürlich hier unten spitz sein. Perfekt. Jetzt? Ja, Tamam. perfekt. Zeig. So, ja. Ja, shit. Rein, rein. Rauf, Ahmed. Ich wollte euch noch mal meine Kefir-Routine zeigen. Das mache ich jeden Tag. Das ist so einfach. Ich habe es euch schon mal vor ein paar Wochen gezeigt. Da sah das noch ein bisschen anders aus, weil wenn man so die ersten 1, 2 Male den Kefir macht, da ist er noch gar nicht so stabil. Und hier sieht man, wie schön der ist. Der hat schon fast so eine joghurtartige Konsistenz. Der steht bei mir so immer, ja, 24 Stunden, würde ich sagen. So sehen die Kefirknöllchen aus. Die spüle ich jedes Mal gründlich ab. Das Ganze vermehrt sich auch. Also wenn ihr dann mal zu viel habt, dann könnt ihr einen Teil nehmen und den auch einfrieren oder weitergeben. Und ist eigentlich super einfach. Jetzt, wo es aktuell sehr, sehr warm ist, ist der Kefir sehr, sehr schnell fertig. Also manchmal sogar einfach über Nacht schon. Wenn ich den abends mache, dann ist er auch am nächsten Morgen schon fertig. Es kommt auch auf die Menge an. Ihr könnt da selbst entscheiden, wie viel ihr da macht. Ich mache immer 2 Liter, weil wir alle Kefir zu Hause trinken. Die Kefirknöllchen habe ich von meiner ehemaligen Nachbarin bekommen, weil die auch seit sehr vielen Jahren Kefir selber macht. Aber ich habe auch online gefunden, kann man auch kaufen, habe ich euch in die Infobox verlinkt.
Und ja, ich benutze einfach haltbare Milch, also schon hocherhitzte Haarmilch. Ich nehme da immer schön eine Bio-Weidemilch am besten. Und dann gieße ich die Kefirknöllchen einfach auf, rühre es einmal um, decke es ab und dann bleibt er einfach stehen. Und bei den warmen Temperaturen ist er schneller fertig. Wenn es etwas kühler ist, dann dauert es auch manchmal ein bisschen länger, dass es vielleicht sogar 26 oder 30 Stunden dauert. Aber ihr seht das Ganze, wenn er dann eben so oben einfach schon so eine feste Konsistenz hat und nicht mehr flüssig ist, dann ist der Kefir auch fertig. Also ich lasse den abgedeckt, damit er Dunkelheit hat, abgedeckt einfach in der Küche stehen. Hier fange ich jetzt an, Brot zu backen, und zwar 3 verschiedene Brote. Ich dachte, ich zeige es euch mal, meine 3 liebsten und super einfachen Brote, vielleicht mal hier eben in einem Video. Das genaue Rezept dazu findet ihr dann auch nochmal in der Infobox. Hier male ich mir erstmal frisches Mehl, also für diejenigen, die wirklich regelmäßig Brot backen. Ich finde, da lohnt sich schon so eine Mühle. Das ist nicht günstig, so eine Mühle, aber für mich war das schon wichtig, weil ich schon regelmäßig Brot backe und auch schon wirklich dabei bleiben möchte. Deswegen, ja, habe ich drin investiert. Ihr könnt ja mal googeln, so den Unterschied zwischen gekauften Mehlen und frisch gemahlenem Mehl, weil ja, in der Fabrik wird das Ganze ganz anders hergestellt. Ihr habt nicht mal diesen Keimling vom Keim drin, weil ja, das Mehl sonst sehr schnell ranzig werden würde. Das würde gar nicht so ein Jahr lang haltbar sein, ja. Deswegen wird da so Sachen getrennt, ne, und weiß ich was. Also googelt da einfach, könnt ihr euch nachlesen. Fand ich selbst sehr interessant, vor allem, dass da auch super, super viele Zusatzstoffe sind in einfachen gewöhnlichen Mehl. Ist schon heftig. Ja. Ich mache ganz oft meinen Teig im Thermomix, geht einfach schnell, weil der ja abwiegt und gleichzeitig mir dann auch den Teig knetet. Aber ich habe es ja öfters auch in anderen Videos gesehen, das kann man auch ganz normal per Hand machen, einfach oder mit einem Kochlöffel, das geht super easy. Ich mache es halt gerne auch da drin. Ich zeige euch hier einmal ein 100% Vollkornbrot. Das besteht aus Weizen-Vollkornmehl, Roggen-Vollkornmehl. Genau, dann einmal ein Roggenmischbrot. Das besteht aus Weizenmehl 550 und auch Roggen-Vollkornmehl. Und ich mache immer noch meine Brote mit Hefe. Ich habe immer noch nicht mit dem Sauerteig gestartet, aber inshallah ganz bald. Das nehme ich mir die ganze Zeit vor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt durch die warmen Temperaturen echt ein bisschen weniger Brot gebacken, weil es einfach super heiß ist, wenn der Backofen da die ganze Zeit läuft. Also bin ich ehrlich. Auch mein Joghurt ist während des Urlaubs, ist mein Restjoghurt kaputt gegangen. Ich lasse mir ja immer so einen Rest übrig, damit ich einen neuen Joghurt machen kann. Und ja, ist mir leider verdorben. Deswegen ja, mache ich hier im Laufe des Videos, seht ihr gleich nochmal neuen Joghurt und dann auch nochmal mit einer neuen Methode. Deswegen musste ich jetzt auch nochmal gekauften Joghurt verwenden. Das war jetzt genau das Vollkornbrot. Da kommt auch nämlich ein bisschen Joghurt rein. Das Ganze macht es wirklich sehr, sehr lecker und saftig. Der andere Teig ist auch mit Joghurt. Das ist eben das Roggenmischbrot und dann einmal Toastbrot. Und hier eben bei diesen Rezepten, die ich verwende, das Rezeptbuch, was ich nutze, ist auch verlinkt. Ihr habt immer einen Link in der Infobox. Das ist mein Amazon-Shop. Dort sind alle Sachen, die ihr so ganz viel seht, auch so Produkte, alles Mögliche, alles dort verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr da irgendwas sucht oder so. Da ist auch zum Beispiel das Backbuch, einmal das eben einfache mit Hefe und einmal das mit Sauerteig, was ich dann inshallah demnächst starte. Ja, ich habe halt erstmal die Teige gemacht und abgedeckt und dann geht es später weiter.
In der Zwischenzeit habe ich dann einen Zucchini-Kuchen gemacht, weil wir haben eben viel Zucchini und da kann man auch leckere Sachen draus machen. Ich hatte letztens Zucchini-Muffins gemacht, das waren so eine Low-Carb-Muffins, die waren auch super lecker und dann dachte ich, probiere das Rezept mal aus. Ist nämlich auch ein Rezept vom Thermomix. Ich teste mich das sehr, sehr gerne durch. Da stand jetzt einfach nur Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl Typ 1050 genommen. Weil ich es einfach noch da hatte und aufbrauchen wollte. Ansonsten hätte ich jetzt einfach Dinkel-Vollkornmehl genommen, was ich mir dann auch in der Mühle mahle. Aber das hatte ich noch da, deswegen wollte ich es ja aufbrauchen. Und es war halt so mit Haselnüssen, was halt super war. So diese Low-Carb-Muffins, die ich gemacht hatte, die waren auch so hauptsächlich mit Haselnüssen. Da war für das ganze Rezept von 12 Muffins irgendwie nur 40 Gramm Mehl dabei, was richtig, cool war. Also die waren wirklich Low Carb, aber die haben richtig nach also die haben wirklich sowieso Haselnussküchlein geschmeckt. Hier bei dem war das so, der hat schon wirklich wie so ein, so fast wie so ein so ein Schokonusskuchen geschmeckt, genau. War wirklich lecker. Und der war so, ich habe den hier angeschnitten, da war der noch recht frisch und warm, da war der so ein bisschen krümelig, aber ein paar Stunden später, beziehungsweise wir hatten noch was übrig, am nächsten Tag war der richtig lecker, weil da ist der so irgendwie so, ich glaube durch die Zucchini so nochmal so durchgezogen und war so richtig saftig. Ja, und während der Kuchen gebacken hat, habe ich dann natürlich unseren Kefir-Drink gemacht, den wir alle jeden Tag trinken. Die Kinder lieben das auch total und gerade jetzt bei den warmen Temperaturen ist das so, so erfrischend. Einfach den Kefir mit irgendwelchen Früchten, TK-Früchten. Ich habe ja noch eingefrorene Erdbeeren im Garten. Ich mache jeden Tag einen anderen, manchmal einfach nur mit Banane, etwas Honig und Zimt, auch sehr lecker, oder mit Datteln. Je nachdem auch wie die Früchte sind, mache ich etwas Honig für die Kinder rein, manchmal auch nicht. Und der ist einfach so erfrischend und schmeckt so lecker. Also Kefir, wenn ihr nicht wisst, wie so Kefir schmeckt, ich finde, das schmeckt schon so wie Joghurt, ist halt vielleicht ein bisschen stärker säuerlich, würde ich sagen. Und ist so bekömmlich, also könnt wirklich einfach mal googeln, für was alles Kefir gut ist. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Probiotikum, sehr gesund für den Magen und wie gesagt, ich freue mich auch, dass die Kinder das auch sehr gerne trinken, weil es schmeckt einfach lecker. Hier, guckt mal die kleine süße Tofu, wie die da geschlafen hat oben. Ich freue mich, dass sie jetzt wenigstens den großen Kratzbaum nutzt. Ja, hier seht ihr jetzt eben den fertig gebackenen Zucchini-Kuchen. Normalerweise sollte da eigentlich laut Rezept noch eine Schokoglasur oben drauf, aber da war ich ehrlich gesagt ein bisschen zu faul und ich fand schon genug, dass da die Schokostückchen drin sind. Dachte ich, ich lasse es mal so. Ja, und wie ihr seht, hier ist er so ein bisschen crumbly, aber nachdem er so richtig abgekühlt und durchgezogen ist, war der wirklich saftig. Also es hat den Kindern auch super geschmeckt und ich habe denen erstmal nicht gesagt, dass da Zucchini drin ist, ne? Weil es so auch so für Kinder, Zucchini im Kuchen. Aber dann, als sie den gegessen haben, ja, voll lecker und so, dann meinte ich, ja, da ist Zucchini drin und sie so, was? Aber es hat denen geschmeckt, die haben es gegessen. Das ist halt, glaube ich, einfach nur eine Kopfsache. Ich meine, Zucchini ist halt neutral. So, hier haben wir jetzt die 3 Teige und so wie ich das eben mache, ist das eben, dass da ganz, ganz wenig Hefe reinkommt. Also bei den Rezepten, da kommt wirklich nicht mal ganz ein Gramm Hefe jeweils rein und die liegen bei mir 24 Stunden, die Teige, die reifen so. Ich mache alle 8 Stunden einmal die Dehn- und Falttechnik. Ich bin da auch nicht so genau, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt alle 8 Stunden, aber so in der ganzen Zeit so, dass ich zweimal, man kann auch öfters vorher mal mehr dehnen und falten. Hauptsache so, dass die letzte Ruhephase schon so die 6 bis 8 Stunden sind. Man muss es auch nicht so genau machen, ob der Teig jetzt nun 20 oder 26 Stunden rumliegt, macht auch gar keinen großen Unterschied. Aber hier ist eben der Vorteil, dass auch hier das Mehl, das Getreide sozusagen fermentiert. Da verändert sich vieles und das Brot ist einfach viel, viel bekömmlicher. Ich habe das auch so krass gemerkt, dass ich einfach so ein gekauftes Brot gar nicht mehr vertrage. Hier sieht man auch den Unterschied, ne? Also so ein komplettes Weißbrot, ne? Also das Toastbrot ist halt ein reines Weißbrot mit Mehl 550 und da merkt man auch, die Struktur ist ganz anders, also mit Vollkorn. Mehl ist es schon ein bisschen, sag ich mal,
schwerer zu arbeiten, aber da kriegt man ein Gefühl für. Also immer so ein Weißmehl-Teig ist immer so ein bisschen einfacher zu verarbeiten, aber gerade hier bei dem Toastbrot, ihr kennt vielleicht von anderen Rezepten, da ist halt sehr, sehr viel Hefe drin, habe ich schon mal auch gemacht, oder das war so ein Milchbrot oder sowas. Auf jeden Fall hat das so doll nach Hefe geschmeckt, das war gar nicht lecker. Und hier ist der Vorteil, dass eben in so einem ganzen großen Toastbrot eben, ja, nicht mal 1 Gramm Hefe drin ist, und das reicht vollkommen aus, weil der Teig eben so lange ruht, und durch das Dehnen und Falten kommt halt eben nochmal Luft an den Teig, und der Teig kann noch mehr arbeiten und so weiter. Und das ist halt der Vorteil, und somit ist das Brot einfach super, super bekömmlich. Und ja, das Perfekte wäre jetzt eben nur noch der Sauerteig. Dann bräuchte ich auch keine Hefe mehr kaufen. Das wäre ganz gut. Ich hoffe, dass ich wirklich demnächst mal starte, aber jetzt ist eben so viel mit dem Garten auch und dem ganzen Gemüse, was ich zu tun habe. Deswegen werden jetzt so ein bisschen meine Brote auch vernachlässigt. Ist doch ein bisschen viel alles. Aber wie gesagt, die Hitze jetzt das waren noch die Tage, da war es noch ein bisschen kühl. Aber danach, ja, jetzt wurde es ja nochmal extrem warm. Jetzt mehle ich meine Körbchen. Da nehme ich auch immer mein gemahlenes Roggenvollkornmehl. Also Roggenmehl eignet sich da mal ganz gut, dass der Teig da nicht klebt. Da habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht. Bei diesen Körbchen, die kann man eben so nutzen, wie ich das jetzt mache, dass das Tuch drinne bleibt. Oder ihr nehmt das raus und bemehlt einfach das Körbchen so. Dann habt ihr diese Rillenmuster sozusagen im Brot. Aber ich mache das halt lieber so. Also man kann es so und so benutzen, das Körbchen, weil das auch jedes Mal viele schreiben. Also diese Art von Brotbacken ist wirklich super simpel. Ihr mixt einfach alles zusammen, lässt den Teig eben 24 Stunden ruhen. Bei Raumtemperatur mache ich das übrigens. Ganz wenig eben von der Hefe. Ich schreibe euch natürlich nochmal alle 3 Rezepte in die Infobox. Ich habe auch nämlich auch im Laufe der Zeit auch nochmal beim Backen nochmal ein paar Sachen geändert. Deswegen war es mir auch nochmal wichtig, dass ich euch das vielleicht hier nochmal zeige. Ja, weil ich jedes Mal irgendwas dazu lerne, irgendwas anders mache. Ich teste mich da auch regelmäßig durch. Das ist jetzt hier nochmal das eben 100%ige Vollkornbrot. Das ist manchmal wirklich ein bisschen schwer mit dem Teig. Also manchmal, wenn er zu flüssig ist, der läuft so extrem auseinander. Ich habe letztens da echt die Krise gekriegt. Und ja, aber trotzdem, wenn es im Körbchen landet und später im Ofen, macht es nicht mehr aus. Es wird so oder so super. Nur manchmal beim Kneten ist das schon ein bisschen schwierig, wenn man den so in Form bringen will. Ich mache immer ein längliches Brot und ein rundes, weil meine beiden Gusseisenformen so eben in den Ofen passen. Also ich kann da mal 2 Brote gleichzeitig backen. Das Toastbrot habe ich dann später gebacken, weil das so eine bisschen andere Backart hat. Ich backe ja immer in meinen Gusseisentöpfen. Also das kann ich auch wirklich empfehlen. Ich liebe meine Gusseisentöpfe. Die sind übrigens auch verlinkt. Weil ich liebe es darin zu kochen und eben auch zu backen. Ich habe sogar, wie ihr gesehen habt, den Zucchini-Kuchen in der Gusseisenform gebacken, weil ich einfach nicht so eine kleine Form hatte. Ich habe so eine ganz große Form, was diese längliche ist. Na, wie nennt sich das? Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, hier haben wir das Roggenmischbrot. Hier könnt ihr auch, finde ich, auch gut erkennen, so den Unterschied von den Teigen. Ja, der war auch so ein bisschen flüssig. Ich mache halt auch groß meine Rezepte. Also meine Brote mache ich auch relativ groß. Dann müsst ihr halt schauen. Ihr könnt immer, ich variiere auch immer mit meinen Rezepten. Ich rechne immer was dazu. Also ich verdoppel oft die Rezepte, die sonst irgendwo so stehen. Oder mache die Hälfte davon einfach dazu. Ich rechne das einfach um. Ja, weil wir brauchen halt große Brote, ne? Ja, dann kommen die Brote eben ins Gärkörbchen und liegen abgedeckt. Auch nochmal lasse ich sie eine Stunde stehen, also mindestens eine Stunde. Könnt auch ruhig ein bisschen länger stehen lassen. Einfach mal ab und zu mal gucken. Nicht, dass der jetzt so ganz riesig wird, aber eine Stunde auf jeden Fall bei Raumtemperatur einfach nochmal stehen. Hier seht ihr jetzt die Toastbrotkastenform. Ich habe das jetzt schon mal da drin gemacht. Da war das Rezept zu klein. Da habe ich das jetzt nochmal vergrößert gehabt. Ich hatte das nämlich auch öfters gesehen in Videos mit dieser Toastbackform. Die hat nämlich einen Deckel.
Ich habe das nämlich, als ich das letzte Mal Toastbrot gebacken habe, so laut Rezept gemacht. Da war das auch so eine normale Backform. Ach Gott, wie nennt sich denn diese längliche Backform? Ihr wisst, was ich meine. Kastenform. Ah, Kastenform, genau. Ich habe eine längliche Kastenform. Genau. Aber man soll den Teig dann nämlich mit Alufolie dann abdecken, später wieder aufdecken und stürzen. Und dann dachte ich so, ach nee, ich kaufe mir lieber diese Form. Ich habe das auch gesehen. Auch die ist verlinkt natürlich. Und fand die eben richtig, richtig cool, weil man dann halt so nochmal so eine richtig perfekte Toastbrotform hinbekommt. Wobei ihr werdet am Ende sehen, ich kann noch minimal das Rezept vergrößern. Ich werde das nächste Mal noch ein bisschen vergrößern. Und ich weiß nicht, weil im Rezept ja steht, dass man dann nach einer bestimmten Backzeit das Toastbrot stürzen soll und nochmal ohne Form backen soll. Aber ich habe andere Videos gesehen, wo diese Kastenform benutzt wurde, wo das Toastbrot eigentlich bis zum Ende in der Backform war. Deswegen werde ich das nächste Mal auch nochmal so ausprobieren. Mal gucken, wie das dann aussieht. Aber ja, ich teste mich da einfach mal durch. Ja, ich habe wie im Rezept, eigentlich im Rezept war es so drei Teile soll man formen, aber weil meins ja größer war, habe ich dann 4 solche Kügelchen geformt. Und ja, mit so einem Weißmehl-Hefeteig, da kann man wirklich super einfach arbeiten. Der hat auch super schön viel Luft gehabt. Ne, wie gesagt, mit 1 Gramm Hefe. Echt, echt super. Und ja, dann habe ich erstmal die Kügelchen nur 5 Minuten ruhen lassen, so wie es im Rezept stand. Und dann einmal so, ja, wie soll man das nennen? Ein bisschen so lang gezogen und dann alles so nach innen gefaltet oder gedrückt, damit wir wie so ein kleines Art Baguette haben. Und die Teile kamen dann nämlich so einzeln dann in die Form. Ich habe die auch ein bisschen eingefettet, da stand auch, man soll sie ein bisschen einfetten, aber die ist echt so glatt. Die ist richtig, also das ist richtig super, die Form, muss ich sagen. Das Brot ist da richtig gut rausgegangen. Ja, und dann ist es halt so, dass das Brot dann auch nochmal mindestens eine Stunde so ruhen soll. Und dann der Unterschied ist, was mit den anderen Broten, weil in den anderen Brote ist es so, dass ich meine Gusseisentöpfe richtig aufheize. Also die sind wirklich eine halbe Stunde im Backofen, bis die richtig, richtig heiß sind. Und dort kommen dann die Brote in den heißen Topf direkt rein und in den Backofen. Bei dem Toastbrot war es so, es sollte 1 Stunde ruhen. Und dann nach der Ruhezeit sollte es in den kalten Backofen und dann 20 Minuten erstmal so aufheizen auf, glaube ich, 50 Grad oder irgendwie so. Naja, Rezept steht auf jeden Fall dann in der Infobox. Ja, und dann erst den Backofen hochschalten und dann einmal eben, weiß nicht, was das waren, 40 Minuten backen und dann eben aus der Form lösen. Aber das seht ihr dann gleich. Ja, in der Zwischenzeit wieder, wo ich gewartet habe, dass die Brote aufgehen, habe ich hier einmal meine Kühlschrankboxen, Gemüsefächer einmal geputzt. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, warum habe ich es nicht wieder in der Dusche gemacht, weil es ist echt einfacher, da die einfach abzuspülen, als immer dieser ganzen Krümel und den Dreck da loszuwerden. Naja, Ahmed hat mir da geholfen. Ich benutze auch immer gerne so Fächer dafür, weil ja, dann bleibt es halt einfach schneller sauber. Ich hatte echt überfüllt so alles, deswegen ist es trotzdem alles dreckig geworden, aber es ist schon so praktischer, ein bisschen diese Sachen zu nutzen, vor allem, weil man da auch so stapeln kann und das ganze Gemüse dann nicht so aufeinander gequetscht liegt, sage ich jetzt mal. Und ich mache das immer sehr gerne, auch gerade wenn die Fächer nicht ganz so voll sind. Also hier hatte ich jetzt auch nicht mehr so viel drin. Ich kaufe auch jetzt Alhamdulillah echt nicht mehr so viel ein. Ne? Es ist alles so aus dem Garten hier, diese ganzen Peperonis. Paprika fehlt mir, habe ich ihm gesagt. Du hast mir keine Paprika, also normale, ne, so wie da, so spitze rote Paprika eingepflanzt. Müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Wir haben halt so Peperonis und Chilis, diese ganzen türkischen Sachen. Und dann eben alles schön wieder eingeräumt. Das mag ich sehr, sehr gerne, wenn dann wieder alles schön sauber ist. Hier habe ich noch Rest von unserem Sellerie aus dem Garten. Damit der frisch bleibt, mache ich das gerne in so ein bisschen leicht feuchtes Küchenpapier. Dann bleibt er auch ein bisschen länger frisch. Und ja, dann ging es an den Joghurt. Und ich dachte, ich zeige es euch ganz, ganz schnell, weil ich weiß, dass das Video, ich habe euch ja ein Video
gemacht zum Thema, wie ich meinen Joghurt mache. Ein einzelnes separates Video, verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in die Infobox. Aber ich dachte, ich zeige euch nochmal die Variante, weil ich weiß, dass der Joghurt nicht immer bei jedem gelingt. Weil ihr nehmt ja einfach einen Joghurt, der euch schmeckt, das habe ich euch ja mal gesagt, aber manchmal ist die Joghurtkultur nicht ganz so stabil und dann gelingt der nicht so. Deswegen habe ich diesmal ein Joghurtferment gekauft, und zwar einen bulgarischen Joghurt sozusagen. Ich zeige es euch gleich. Auf jeden Fall habe ich erstmal die Milch aufgekocht. Das ist auch wieder eine Haarmilch. Das ist keine Frischmilch. Frischmilch müsstet ihr so ein bisschen länger köcheln lassen. Bei Haarmilch müsst ihr einfach nur mindestens auf 95 Grad die Milch aufkochen und dann einfach runterkühlen lassen. Und das dauert eine Weile. Deswegen habe ich mich in der Zeit jetzt wieder an die Brote gemacht. Hier schneide ich mir mein Backpapier zu, das ist einfach dazu da, damit ich die Brote einfacher in die Form bekomme. Ich mache das auch einmal und benutze so ein Backpapier, also wirklich mehrere Male, also mindestens 10 Male oder so, bis es dann so ein bisschen zu trocken ist und anfängt zu reißen. Ich schneide es einfach so in Form und kann da dann meine Brote drauf stürzen und die dann so einfach in den heißen Gusseisentopf tun. Ich habe geguckt, es gibt so eine Silikonmatten-Dinger, aber die sind zu klein für meine Riesenbrote. Ich habe mir eins gekauft, ist einfach zu winzig und keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist einmal das Vollkornbrot. Hier seht ihr auch, ich habe das nämlich mit der eingeschlagenen Seite nach innen gemacht. Dann reißt es von Natur aus auf sozusagen, da muss man das nicht einschneiden. Und wenn ihr aber die glatte Seite oben habt, dann könnt ihr da zum Beispiel dann das Brot einschneiden. Kann man auch so ein Muster machen. Manchmal, wenn ich da ganz fancy bin und Lust habe, dann mache ich da auch irgendwelche Sachen reinritzen und so. Sieht auch nochmal schön aus. Aber ich mag es auch sehr gerne, wenn das Brot so von Natur aus, sage ich mal, aufreißt. Aber hier habe ich ja jetzt eben die glatte Seite oben. Und deswegen habe ich da ein paar Ritze reingemacht. Sonst manchmal so reißt es ein bisschen zu extrem auf und dann hat man so ganz dolle Risse, sage ich jetzt mal. Ja, Deckel rauf und eben die heißen Töpfe in den Ofen. Und meine Brote sind ja, wie gesagt, groß. Die backen bei mir ungefähr so 45 Minuten. Und danach nehme ich den Deckel nochmal ab und lasse ungefähr 10 Minuten. Und das ist das, was ich früher anders gemacht habe. Ich habe früher 20 Minuten das Brot mit Deckel und die restliche Zeit ohne Deckel gebacken. Und da ist bei vielen auch nämlich das passiert, war das Brot oft zu hart, die Kruste. Und das ist das. Das habe ich nämlich neu gelernt mit den Gusseisentöpfen. Ihr könnt sogar den Deckel bis zum Schluss drauf lassen. Also ihr müsst den gar nicht abmachen. So wird die Kruste einfach noch so feiner. Dann habt ihr wirklich eine feine, dünne Kruste. Desto früher ihr den Deckel abmacht, desto dickere Kruste habt ihr sozusagen. Also ich mache es einfach wirklich am Ende so 10 Minuten, manchmal einfach, damit das Brot dann nochmal oben schneller Farbe bekommt. Aber ja, schaut da einfach selber. Aber im Gusseisentopf werden die Brote einfach super schön. Also sie sind einfach super knackig, gehen super schön auf. Ich mag es einfach. Ich kann es wirklich empfehlen, jedem so einen Gusseisentopf zu haben, wenn man Brot backen möchte, weil dann müsst ihr auch nicht dieses mit diesem Wasser reinschütten in den Ofen und so weiter machen, sondern ihr habt einfach einen Mini-Ofen im Ofen sozusagen. So, jetzt hat die Milch abgekühlt. So, ich kenne es immer, dass es ungefähr so 50 Grad hat, so die Milch. Man sagt auch, wenn ihr kein Thermometer habt, nehmt ihr einfach dieses, wenn ihr den kleinen Finger drin halten könnt, wo es warm ist, aber ihr das aushalten könnt, dann ist es auch fertig. Bei diesem Ferment, was ich benutzt habe, da war auch so eine Anleitung hier auf dieser Packung. Da stand aber zum Beispiel, weiß nicht, 42 bis wie viel? Ja, 40 bis 42 Grad. Das war mir ein bisschen wenig. Habe ich gesagt, gut, ich mache mal so ein Mittelmaß. Mir war es 48 Grad. Also man muss das jetzt auch nicht so genau nehmen. Da sind so mehrere Beutel drin gewesen. Eigentlich braucht ihr nur einen, weil danach könnt ihr eben einfach den Rest von euren Joghurt benutzen. Ihr lässt euch einfach so ein bisschen vom Joghurt übrig und könnt damit den nächsten Joghurt ansetzen. Also man braucht eigentlich sozusagen dieses Tütchen nur einmal. Aber ich wollte das mal einfach mal austesten, wie der Joghurt damit wird. Dann einfach eingerührt, umgerührt und ich mache es in meinen kleinen, ich habe ja so einen zweiten Mini-Backofen, was eigentlich mit Mikrowellenfunktion ist, was aber nicht funktioniert bei mir. Einfach da reingestellt und da stand auch auf der Packung 4 bis 6 Stunden. Ich habe den aber über Nacht. Also ich weiß, dass man die erste Ladung schon auf jeden Fall länger drin lassen sollte. Deswegen bei mir war der über Nacht. Also das muss man auch ein bisschen gucken. Also desto länger ihr den lässt, desto mehr säuerlicher wird er dann auch. Da passiert aber sonst nichts. Ne?
So, hier habe ich das Toastbrot eben in den Backofen getan und nach der Backzeit eben aus der Form gelöst. Aber wie gesagt, ich probiere es das nächste Mal, dass ich es einfach bis zum Ende der Backzeit nochmal drin lasse. Dann habt ihr halt so ein helles Toastbrot. Ich glaube, das dient einfach dazu da, dass es außen nochmal knusprig war. Also es war halt so außen eben knusprig und so eben Toastbrot. Aber ich denke, wenn ich das ja, die ganze Zeit einfach in dieser Form gelassen hätte, wäre das auch außen, glaube ich, einfach weicher geblieben. Also ich denke, das kann man machen, wie man will. Ich probiere es mal nächstes Mal einfach so aus. Hier seht ihr das Vollkornbrot. Das ist eben ein festes Brot, aber trotzdem sehr saftig. Ich liebe dieses Brot. Das ist so bekömmlich. Und glaubt mir, ich esse davon 2 Scheibchen und ich bin sowas von satt. Also es ist so ein Unterschied, wenn man so ein Vollkornbrot isst, als wenn man ja so ein Weißmehlbrot oder so ein Toastbrot isst, ne? Aber trotzdem, wie gesagt, hier geht es auch darum, dass das Brot viel, viel bekömmlicher ist, dadurch, dass hier ja eben das Getreide, ja, diese Gluten, kann nicht diese ganze Fachsprache, anders gearbeitet hat und somit das Brot viel, viel bekömmlicher ist als das, was man ja draußen so kauft. Also das Joghurtbrot, das Roggenmischbrot, das mag auch jeder sehr, sehr gerne. Und hier seht ihr das Toastbrot. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Toastbrot und eigentlich einfach gemacht. Ich überlege auch, ob ich mir dann nochmal nochmal die Form kaufe, damit ich auch gleichzeitig 2 Toastbrote backen kann. Ne? Weil den Platz habe ich ja im Backofen für 2 Formen. Das ist dann immer so, ich denke mir so dann immer, wenn ich schon den Ofen anschmeiße, dann muss man den ganzen Platz nutzen, ne? Und hier seht ihr die 3 Brote, also das sind meine 3 Favorite-Brote. Und hier habt ihr die Wahl, ob ihr wirklich mal so Vollkornbrot, falls ihr keine Mühle habt, dann kauft euch einfach eben Vollkornmehl, probiert es so aus. Natürlich könnt ihr auch machen, ist kein Problem. So, und hier war eben über Nacht der Joghurt, stand bei mir da in diesem Mini-Backofen, damit er da halt ein bisschen die Wärme halten kann. Der Ofen war übrigens nicht an. Ich habe den nur ganz, ganz kurz auf 50 Grad erwärmt, damit es so ein bisschen da diese Wärme halten kann, vom Topf sozusagen. Und ja, da hat man schon gesehen, dass er fest ist. Dann nochmal 24 Stunden, das sollte man schon auch nochmal im Kühlschrank lagern und dann ist er fertig. Das heißt, einmal paar Stunden, sagen wir mal 10, 15 Stunden, würde ich jetzt sagen. Okay, sagen wir mal 8 bis, kommt auf die Menge an, ne? Bei mir waren es jetzt hier auch 3 Liter Milch. 8 bis 12 Stunden bei Wärme und dann nochmal 24 Stunden im Kühlschrank und dann ist der Joghurt auch schon fertig. Und ihr seht, der war super schön stabil. Was bei mir nämlich auch oft der Fall war, wenn ich einfach so einen anderen Joghurt benutzt habe, als Ferment war der ein bisschen zu flüssig. Also ist mir auch nicht gelungen. Der wurde dann immer nach und nach dann besser und immer stabiler. Deswegen, ja, war es einfach super. Wohin? Fertig? Um den Kreis herum. Ein bisschen größer den Kreis machen. Ja, aber so rundherum. Üçten yeter. Gidiyoruz bir daha sonra. Können wir nicht halten? Soll ich einfach den Gully bedecken? Oder? Macht das mal hin? Lass jetzt langsam runter. Lass mal drin. So. Noch die dreckige Seite nach unten hinlegen. Das Schraubenzieher. Hast du den Schraubenzieher?
Die Stühle, denkst du? Ja, wie ihr seht, haben wir eine Aktion gestartet mit Outdoor Cooking. Mein Mann, ich weiß nicht, der liebt es irgendwie hier zu basteln. Hat er hier so eine ganze, keine Ahnung was, Kochstelle gebaut. Und dann haben wir gedacht, gut, was machen wir als erstes? Wir haben nämlich diese riesengroße Pfanne, die super ist, ne? Das ist so eine Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir machen China-Nudeln. Das machen wir sehr, sehr gerne. Das ist super lecker. Klar, Kinder lieben es einfach. Und dafür habe ich ganz viel verschiedenes Gemüse geschnippelt. Ihr könnt echt nehmen, was ihr mögt. Tamam Baba, ich mach. Okay. Hättest du den großen Kochmesslöffel gebracht, ja? Das ist auch gut. Geliyor. Ya? Ya. Babanız büyüdü mü domates, biberler falan? Domatesler büyümedi galiba Fasulyeler ama büyüdü. fasulyeler büyüdü. Wegen dem Regen. Nasıl aldınız mı, yediniz mi? Wegen dem ganzen Regen waren richtig viele Nacktschnecken da und die hätte ich jetzt sauber. Zaten yağmur bitmedi ki. Musst du einfach nehmen. Einen. Baba? Mit Handschuhen, ja, ne? In einen Plastikbecher oder irgendwas. Und dann umsiedeln. Irgendwo anders, den Nachbarn ja nicht. Machst du das etwa immer, Baba? Ne, aber so bei China-Nudeln sagt man so hauptsächlich Karotten und Lauch und Sojasprossen, ganz, ganz wichtig. Pilze könnt ihr nehmen. Ich hatte zum Beispiel noch, das kaufe ich immer im Großhandel, das ist immer so ein 5 Kilogramm gefrorenes China-Gemüse, also das ist wirklich nur Gemüse ohne Gewürze oder nichts. Da sind auch Mungo-Sprossen und noch so andere Bambussprossen, also ganz, ganz viel so typisch China-Gemüse. Das ist richtig cool und das mache ich immer, wenn ich es wirklich eilig habe und keine Lust habe, dieses ganze Gemüse zu schnippeln. Da ist das super praktisch und das packe ich einfach, dann in die Pfanne, brate es an, dann kommen nur noch die Nudeln, die Gewürze dazu und das war's. Ich hatte noch die Hälfte vom Beutel übrig und dadurch, dass wir hier eine riesen Portion gemacht haben, braucht man viel Gemüse. Also ich finde, das schmeckt nicht, wenn man wenig Gemüse drin hat. Also da muss wirklich viel Gemüse. Ihr könnt das mit Fleisch oder ohne Fleisch machen. Wir haben hier an dem Tag Hähnchen gemacht. Wir haben das Ganze sogar 2 Tage später nochmal gemacht und zwar weil wir kein Hähnchen mehr hatten, mit Rindfleisch und es war auch super, super lecker. Wir haben hier auch das Ganze in Sesamöl angebraten. Also es gibt auch nochmal einen anderen Geschmack, wenn ihr zum Beispiel Sesamöl oder Erdnussöl und so weiter benutzt. Das ist auch nochmal super lecker. Also einfach alles Gemüse angebraten. Wir haben sogar das sind so, diese grünen, sind so Chilis, so ein bisschen größeren Chilis einfach mit reingemacht. Und das Ganze war dann schon scharf, sodass wir nicht so viel Sriracha benutzen mussten, weil das schon durch diese Chilis scharf war. Soll ich jetzt nochmal Nudeln machen, Benja? Ja, ne? Benja, ich mach nochmal, oder? Nein, das ist gut, ja. Wenn du noch mehr machst, dann wird Gemüse Normalerweise, wie Sie ja kendimizi 2 paket yapıyoruz. Also einfach alles schön anbraten. Wir haben an dem Tag, mein Mann hat ja das ganze Teil mit diesem Gasanschluss so, mit diesem Gasflasche und so, was nennt man das, Gaskocher, Gasgrill, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall neu geholt gehabt. Wir hatten an dem Tag irgendwie, war das ein bisschen zu schwach eingestellt. Da hat es nicht so schön gebratet, aber die 2 Tage später, als wir das nochmal gemacht hatten, da war das richtig super. Also hier war es so ein bisschen, hat das Gemüse war nicht so schön scharf angebraten und das Hühnchen, aber trotzdem, es war alles gar und lecker. Das war kein Problem gewesen. Und dann kamen eben diese China-Nudeln, die bekommt ihr ja überall. Das sind diese Weizenmehlnudeln, also keine Reisnudeln, sondern diese China Quick irgendwas Nudels. Die werden einfach mit heißem Wasser einmal aufgegossen und dann einfach so 5 Minuten oder so ziehen lassen. Wasser
abgießen und dann könnt ihr die einfach schon mit in die Pfanne mixen. Anne, haben wir unten noch Sojasauce? Und gewürztechnisch mache ich da eigentlich nichts rein, außer hauptsächlich Sojasauce. Ein bisschen dieses Sesamöl oder Erdnussöl, es gibt ja auch nochmal Geschmack. Und dann eben Schärfe Sriracha, mehr nicht. Also das ist das, was eigentlich den Hauptgeschmack gibt, ist die Sojasauce. Und die Sriracha-Soße, eigentlich braucht ihr nur diese zwei Sachen. Ihr braucht kein Salz, Pfeffer und irgendwelche Sachen. So mache ich das schon seit Jahren und so schmeckt das wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, falls ihr eine kleine Portion macht, könnt ihr das natürlich in einer Pfanne machen, in einer Wokpfanne. Oder ich habe das vorher halt immer in so einer Pizzapfanne, nennt sich das. Das ist so eine elektrische, wo man das so in Steckdose macht. Und es ist eben so eine, ja, Pizzapfanne nennt sich das eigentlich. Obwohl ich weiß nicht, warum die Pizzapfanne nennt. Hat man da Pizza gemacht? Keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall noch nie eine Pizza gemacht. Aber da draußen eben mit diesem Gasherd und dieser tollen Pfanne oder Schüssel oder was das ist, ne? Das ist so ein Kupferschüssel ist das, ne? Ja, die hatte nämlich mein Mann auch, als er nämlich ein Asia-Restaurant entrümpelt hatte. Da hat er ja auch super, das habt ihr mal gesehen, letztes Jahr im Sommer, ne? Da könnt ihr mal schauen, da hatte ich ja alles gezeigt, was wir da alles auch behalten haben und so. Das war schon gut. Und da drunter war eben diese Schale und da wussten wir auf jeden Fall, dass wir mal da draußen damit was kochen wollen. Es war super, mega, mega lecker. Ja, du machst echt viel, Anne. Maschallah. Oh. Hast du Gabel oder nicht? Sollen wir mit den Handschuhen den Topf halten? Nee. Komm mal, setz dich mal hier. Ahmet, gell? Valla güzel oldu. Evet. Zehra, leg mal kurz einen Teller dahin und gib mal denen auch einen Teller. Sorry, ich war so sehr. Diese. Oh mein Gott. Zehra! Guck mal, wie das riecht. Okay. Oh, es hat auch richtig lecker geschmeckt, als ich probiert habe. Oh, Anne. Zehra, kannst du nicht stehen? Nichts zu danken, guten Appetit. Gut aber, ne? Also besser als in dieser elektrischen Pfanne, die wir haben. Ja.